62 million. That's how many men have visited a website teaching people how to drug and rape women. Männlichkeit. Wow, wow, wow. The worst thing a woman can do is marry a man. Ganz kurz zum Schluss, was raten Sie Frauen? Besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen. It is all of us until it is none of us. Blaming women for the male loneliness epidemic. Like, are you on drugs? So ridiculous. We're choosing men based on their personalities, accountability, and we're all single and there's a declining birth rate. You're undateable, sir. I don't know what else to tell you. Hallo, hier bin ich wieder. Oh, habt ihr mich vermisst? Ich habe mich vermisst. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Wir reden heute wieder über wichtige Dinge und ich habe das Mikrofon schon wieder vergessen. Ich lerne das noch. Keine Sorge. Ich kann damit das Video starten. Diese ganzen Dinge, die ich alle nicht weiß. Oh, so. Klappe die erste. Bleibt es stehen? Ich habe hier mein wunderbares Skript. Sieht man das? Nee, das sieht man sieht gar nichts. Es ist heute kein einfaches Thema, über das wir sprechen und ich habe ein bisschen Angst. Wir reden über das Patriarchat. Bevor ihr jetzt abschaltet, okay? Es wird nicht so schlimm. Ich glaube, es wird ganz interessant. Wir reden heute über Sexismus und wir reden überwiegend über die Rolle von Männern im Patriarchat. An alle Jungs, es tut mir leid, bleibt trotzdem dran. Es wirkt nämlich, glaube ich, ganz gut. Und wenn ihr reflektiv genug seid, dann Props an euch. Das freut mich schon mal auf jeden Fall. Weil wir haben, glaube ich, nicht genug von solchen reflektiven Männern im System, die das verstehen können. Aber ich glaube, es wird langsam gut. Deswegen lass uns doch einfach mal darüber reden, damit wir das Thema weiter pushen. So, wir reden heute über Männer. Über Männers. Wir reden heute über Kerle. Wir reden über die guten Jungs. Wir reden heute über Typen. Oh, my homie say what? Ihr versteht. Männer, die nicht darauf klarkommen, dass Frauen ihre Standards erhöht haben. Männer, die statt in ihren Charakter zu investieren, lieber Trends hinterherlaufen und sich in Bubbles aufhalten, die immer frauenfreundlich sind. Da ist die Welt noch in Ordnung. Die Frau hinterm Herd mit dem Kind und der Mann kümmert sich um Sicherheit und Wohlstand. Oh mein Gott, dieses Video macht mich zu happy. Ich kann nicht aufhören zu lächeln. Wenn das Patriarchat der Regen ist, dann gucken wir uns heute die Pfützen an. In denen laufen Toxic Masculinity, verdrehte Weltbilder und Sexismus zusammen. Es wird so gut. Meine Kerle, es ist Zeit, dass wir eine Unterhaltung führen. Alpha-Males, wuhu! Ein Alpha-Male ist im modernen Sprachgebrauch ein dominanter, ehrgeiziger und selbstbewusster Mann, der in sozialen und beruflichen Hierarchien nach Führung und Erfolg strebt. Er zeichnet sich oft durch hohe Zielorientierung, Durchsetzungsstärke und emotionale Kontrolle aus. Der Begriff wird jedoch oft kritisch als Macho-Gehabe oder mit toxischen, frauenfeindlichen Überzeugungen assoziiert. Um einen Überblick zu bekommen und um das Ganze ein bisschen comedically interesting zu machen, wenn wir uns erstmal ein paar Männer angucken, die ich persönlich in ihren Aussagen jetzt nicht so unterstützen würde. A great metaphor. Women are the dirt, which, by the way, useless without the seed. Yeah. Princes are the seed. The only time dirt has any value is when a seed or a prince is planted in it. Bitte sag mir doch einfach ganz kurz, worin du deinen Seed denn planten möchtest, wenn keine Erde da ist. So men, remember that. You are the seed. Women are the dirt. You can remind them that too. Sometimes on first dates, I'll start with that. I just go, you're a dirt. You're the desolate wasteland. Digga, mit dir auf einem Date würde ich das in jeder Hinsicht auch bleiben. I am the seed. Respect me in that way. Digga, wer redet denn so? Wie kann man so viel Scheiße labern? Digga, ich kann den nicht mehr ernst nehmen. Guck ihn dir an. There's dirt everywhere. You're dirt. I can find dirt everywhere. Right now, I got dirt everywhere in my house. Just keep that in mind, lady, if you think you're special. I am in incredible pain. Ja, eine great metaphor. The voice of a generation. Digga, ich weiß auch nicht, was da funktioniert. Nichts wahrscheinlich. Da funktioniert, glaube ich, gar nicht. Vorne und hinten nicht. Männer erlauben sich an sehr vielen Stellen viel zu viel. Vor allem Alphas behandeln Frauen so, wie sie selbst niemals behandelt werden wollen. Männer, die so reden. Die Frauen um sich herum klein halten. Die alle in ihrem Umfeld um sich herum klein halten. Tun das nur, weil sie selber so viel Angst davor haben, klein zu sein, dass sie lieber ihre Umwelt schrumpfen, als selber zu wachsen. Weil wenn ich alle um mich herum kleiner mache, dann bin ich der Größte in meinem Universum. Dann bin ich Gott. Okay, das ist vielleicht ein bisschen much. Dann bin ich der Größte. Ich bin reich! Dann bin ich das Monopol. Das Monopol der mentalen Unterdrückung. Herzlichen Glückwunsch.
Großer Preis. Ich habe dann das Sagen, ich habe die Kontrolle, ich bin der Samen, ich bin wertvoller als die Erde. Und das üben sie an allen aus. Egal ob stärker oder schwächer. Aber das ist halt alles nur Beschiss. Du hast es nicht nötig, wenn du selber weißt, wie viel du wert bist. Spätestens, wenn jemand mit wahrer Größe daherkommt, der so ein Rumgeklaune halt nicht nötig hat, fliegt das auf. Und dann versuchen sie halt, diese Person klein zu machen. Und wenn das nicht klappt, dann wird die halt als dumm oder als schlanke Hure, was auch immer, abgestempelt. Und fertig ist es. Einfacher, dich so zu nennen und abzustempeln, als tatsächlich darüber nachzudenken. Deswegen kannst du mit solchen Männern auch nicht diskutieren. Die können nicht mal zugeben, dass sie falsch liegen. Jungs, bildet euch weder ein, dass ihr klein seid, noch dass ihr der Größte sein müsst. Don't fear your feelings. Das ist halt ein toxisches Männerbild, dem das entspringt. Das Patriarchat schadet halt uns allen, ne? Ich bin mir sehr sicher, dass es ihm damit nicht gut geht. Auch wenn er so tut. Das macht nicht happy. Wenn ihr euer wahres Ich gefunden habt und eure eigene Identität auslebt, dann seid ihr halt mindestens 1000-mal männlicher als das da. Mädels, wir sind kein Dirt, okay? Ganz ehrlich, wenn wir der Dirt sind, dann müssen wir ja auch nichts in uns wachsen lassen. Ich meine nur, wir können ja auch einfach sagen, ich will keinen Samen. Oh, ist das eklig. Das ist so wie dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, ne? Das wird auch häufig in dieser Bubble benutzt. Ein Schlüssel, der viele Schlösser knackt, ist gut, aber ein Schloss, das sich schnell knacken lässt, ist schlecht. Ja, Männerschlüssel, Frauenschlösser. Bah. Nee. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz ein Zitat einblenden. Macht damit doch einfach, was ihr wollt. Schmeckt gut, ne? Ja. Ihr könnt ja jetzt einfach, weißt du, ihr könnt euch das denken, wie ihr das wollt. Was meint sie jetzt damit? Was hat Greta gemeint, dass sie diese Zitate eingeblendet hat? Was hat das für eine Wirkung hinterlassen? Ich möchte das gar nicht weiter ausführen. Lasst eure Gehirne das einfach selber verarbeiten. Kein Wunder, dass du denkst, dass die Welt verkackt ist, weil du wahrscheinlich auch nur mit Frauen abhängst, die denken, sie hätten nichts Besseres verdient. Was auch schlimm genug schon ist, dass diese Frauen überhaupt existieren, dass denen überhaupt gesagt wird, die verdienen nicht mehr als das. Weil ich sehe keinen anderen Grund, warum sie sonst mit dir rumhängen sollten. Ja. Ist für mich auch einfacher, hier zu sitzen, dieses Video zu drehen und zu sagen, Leute, das Patriarchat geht irgendwie gar nicht. Es schadet uns allen und wir sollten es abschaffen. Das ist für mich viel einfacher, als in der Küche unten zu stehen und einen Kuchen zu backen. Das ist viel leichter für mich, hier zu sitzen und das alles so runterzubrechen, dass ich kleinen Pascha das alle versteht. Ich schwöre, ich könnte so viele Geschichten erzählen. Ich bin ja jetzt nicht einfach so geworden in den letzten 2 Tagen. Ich habe schon mein gesamtes Leben so gelebt, dass ich mich bestimmten Normen einfach widersetzt habe. Und Digga, weißt du, wie schwer das gewesen ist? Es wäre so viel einfacher für mich, in der Küche zu stehen und einen Kuchen zu backen. Aber nein, ich kämpfe dagegen an, weil ich es nicht einsehe, dass ich als Frau weniger Rechte haben sollte als ein Mann. Das macht einen das Leben nicht leichter. Das macht nicht wirklich Freunde, das macht nicht wirklich sympathisch und das bringt auch nicht wirklich gute soziale Erfahrungen mit sich. Es ist nicht leicht für mich im Leben, als eine Frau, die sich dem Patriarchat widersetzt. Und ich bin nicht alleine damit, das weiß ich. Es ist für keine Frau, die sich dem Patriarchat widersetzt, leicht im Leben. Oh ja, es ist einfacher, als in der Küche zu stehen. Dieser Post, das macht mich so mad. Richard, was ist falsch mit dir? Richard, du bist doch so ein krasser Typ. Zeig mir doch mal, wie einfach das ist. Zeig mal, wie das richtig geht. Ich als Frau, ich kann sowieso nichts, ohne dass ein Mann mir das vorher zeigt. Unpopular opinion or channeled message, choose your flavor. We wouldn't need politics if we allowed the alpha males to step up and lead. But in my opinion, this is all a construct from beta males. Beta males can hide behind diplomas, politics. Was? You know, it just muddies the water a little bit. And perhaps the alpha males were the ones that couldn't sit still in school. Maybe they were diagnosed with things like ADHD early in life. Langsam fühle ich mich persönlich angegriffen. Aber vielleicht bin ich ja auch einfach nur ein Alpha-Male. Ah nee, kann nicht sein, ich bin eine Frau. Because they are instinctual leaders. And perhaps this is just a fringe theory. A lot of them are or were incarcerated. Okay. And when you look at it from that perspective, it makes a lot of sense. Like why the system is the way that it is. Because you know what? When I look at politics, I don't see one single alpha male, even DJT. Okay, wer ist DJT? Ah, Thomas Koch.
Wenn der kein Alpha ist, dann weiß ich doch auch nicht mehr weiter. When I think alpha, I think of like the pinnacle of human evolution. So like 10 out of 10 for appearance, like attractiveness, intelligence, sense of humor, all that good stuff. And when you look at the richest, Bill Gates, Elon, it's giving beta. Wow. Gibt auch andere Frauen, die so denken. Es sind nicht nur Männer, die sexistisch sind, ne? Das können Frauen auch. Das ist richtig gut, wenn man gegen sich selber ist, ne? Schere. Diese Lady hat sie nicht mehr alle. Rachel? Nein, ich habe ein paar Gegenargumente. 2010 wurden in England 10 Jungs und 10 Mädchen nach Geschlecht getrennt in 2 verschiedene Häuser gebracht. Dort sollten sie eine Woche leben. Die Kinder waren zwischen 10 und 13 Jahren alt. Nur ein Kamerateam war dabei, das nicht eingreifen sollte. Keine Erwachsenen, keine Regeln. Die Jungs hatten Wasserschlachten, bemalten die Wände, ließen alles kreuz und quer liegen. Obwohl sie einen Anführer wählten, herrschte halt komplettes Chaos. Der destruktive Charakter zeigte sich außerdem auch im Ausschließen von einem Jungen. Sie fesselten ihn im Garten, rannten ins Haus und verschlossen die Tür, damit er nicht mehr reinkommen konnte. Sie räumten nicht hinter sich auf, wuschen sich nicht und mit jedem Tag wurde das Haus immer mehr zerstört. Als das Experiment vorbei war, sah das Haus auch dementsprechend aus. Die Mädchen waren ruhiger und organisierter. Zu Beginn ließen sie zwar alles rumfliegen und bemalten die Wände, zwar mit schöneren Motiven als einfach nur Pinsel an die Wand und fertig, aber machten halt auch irgendwo eine Sauerei. Allerdings räumten sie noch am gleichen Tag ihr Chaos auf. Sie versuchten sogar teilweise, die Farbe von den Wänden zu waschen. Eins der Mädchen begann aus Eigeninitiative zu kochen und Regeln aufzustellen, die später auch kollektiv besprochen wurden. Sie organisierten gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel ein Theaterstück, eine Talent- und Fashion-Show. Allerdings gab es auch Streitigkeiten und Drama. Doch meistens wurde sich nach den Streits immer wieder vertragen. Mehrere Mädchen brachen das Experiment ab und gingen frühzeitig nach Hause. Unordnung war zwar ein Faktor, aber ein Chaos wie bei den Jungs herrschte keinesfalls. Am Ende der Kette sind es Kinder. Ich denke aber trotzdem, dass man eine Menge aus diesem Experiment schließen kann. Geschlechterrollen existieren und die sind nicht biologisch, die sind anerzogen. Manche Jungs haben auch aufgeräumt. Manche Mädchen haben Streit verursacht. Eros und Thanatos existieren auf beiden Seiten. Frauen und Mädchen wird nur eher beigebracht, diese zerstörerische Seite zu unterdrücken. Und teilweise sogar sich dafür zu schämen. Sie lernen hinter sich herzuräumen und sich zu organisieren. Ein nützlicher Skill auf einer Seite, der im Patriarchat dazu führt, dass Männer das Ganze nicht können. Warum auch, wenn meine Frau das macht? Ich persönlich denke, weder das eine noch das andere funktioniert. Weder das Patriarchat noch halt nur Frauen an sich. Wobei das auch debatable ist. Die Erfahrung war für beide Seiten unschön. Wir müssen darüber nachdenken, dass Kinder schon in jungen Jahren Geschlechterrollen anerzogen bekommen. Ja, bei den Mädchen war es auch messy, aber die haben aufgeräumt. Die Jungs halt so low-key fast gar nicht. Und was sagt uns das über die Rollenbilder in unserer Gesellschaft? Männer dürfen Spaß haben und messy sein, verantwortungslos, während Frauen hinterherräumen müssen. Überlegt mal, wie das noch in den 50ern war. Frauengold ist nicht die Lösung, Leute. Vor allem wird Mädchen eher anerzogen, sich für Unordnung schlecht zu fühlen. Und ich denke, das spielt halt alles ins Patriarchat mit rein. Und das hat nichts mit Biologie zu tun, sondern mit anerzogenem Verhalten. Wenn Männer unaufgefordert hinter sich herräumen, ist schon low-key impressive. Wird denen halt nicht so stark anerzogen wie Frauen. Alleine das mit dem Kochen. Dieses Mädchen hat ein Gericht unaufgefordert zubereitet. Die Jungs haben jeder für sich in der Küche gekocht, was schon ein großes Wort dafür ist. Und keiner hat hinter sich hergeräumt. Stattdessen wurde der Schwächste und Stillste der Gruppe dazu verdonnert, den Abwasch zu machen. Erinnert uns das an irgendwas? Wie war das nochmal mit dem Haushalt? Ja, das war die Frau, ne? Die aufräumt dann. Ja, die Schwächere. Okay. Ja, kann ja nur die sein, weil ich bin ja der Alpha. Ich bin stark, ich muss mich damit nicht befassen. Hallo, das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Unterdrückung und so, ne? Und wie war das jetzt nochmal mit den Alpha-Mails? Ah ja, die unterdrücken auch. Ach, die machen das dann ganz extrem, ne? Ah ja, mit Emotionen und so. Ja, okay. Naja. Aber die Kehrseite davon ist halt, dass Männer dadurch auch abhängig werden davon, dass sich eine Frau kümmert. Lustig auch, dieses Verhalten tun sich immer weniger Frauen an. Wie war das nochmal mit Male Loneliness? Heutzutage können sich Frauen selbst finanzieren und brauchen dafür keinen Mann mehr. How the turns have turned, how the tables have tabled. Imagine Bridgerton einfach mal andersrum. Frauen suchen sich die Männer aus, die halt am besten kochen können oder so den Haushalt schmeißen können. Das wäre krass. Das würde ich mir angucken. Male Loneliness Epidemic. Männer sind einsam.
Und die bösen Frauen mit ihrer bösen Gleichberechtigung, die sind daran schuld. Bitch, ich bin nicht schuld, dass du nichts kannst. Ich bin nicht daran schuld, dass du nicht putzen oder kochen kannst. Lern's halt und dann get back to me. Aber eigentlich besser, Loki, lass mich in Ruhe. Die Mädchen blieben trotz Konflikten funktional, während die Jungs halt gar nicht funktioniert haben, das Haus zerstört haben und körperlich destruktiv gewesen sind. Und jetzt sag mir nochmal, Alpha-Males sollen an die Macht. What? But I'm not in denial. I'm in denial. Ich sage nur, wir sollten uns vielleicht öfter mal die Hand reichen gegenseitig, anstatt solche Aussagen zu tätigen wie Frauen sind Dreck oder nur Männer sollten an die Macht. By the way, wir haben schon Männer an der Macht. Und wisst ihr, wie unsere Gesellschaft aussieht? Wie das Haus von 10 Jungs, die eine Woche alleine gelebt haben. Wir kennen Dating-Coaches. Du bist kreativlos beim Schreiben mit Frauen, kopier diesen Verlauf. Frag sie, Licht an oder Licht aus. Dann wird sie schreiben, wobei denn? Okay, und was, wenn sie das nicht schreibt? Und dann sagst du, oh Gott, woran du gleich wieder denkst, wir schreiben noch nicht mal 3 Tage. Sicher? Irgendwie wirkt das ein bisschen unangenehm. Ich meine natürlich beim Serienschauen. Ach so, ach so. Ja, dann okay, Hä, wenn sie das schon so impliziert? Damit sorgst du nicht nur für einen Schmunzler, sondern bringst sie unterbewusst in die Vorstellung, wie es wäre, mit dir in der Kiste zu landen. Bruder sagt so viel damit aus, dass es ihm dabei nur ums Sex geht. Das ist ja ganz lieb von dir, dass du mir das so anbietest, aber können wir auch erstmal, weiß ich nicht, können wir vielleicht einen Kaffee trinken gehen stattdessen? Könntest du aufhören, mich zu sexualisieren? Vielleicht wollen wir uns ja erstmal kennenlernen. Und dann gucken, ob das passt oder nicht. Wenn du Geschirr waschen kannst, dann wow. Also, dann werde ich feucht. Aber sag mir, dass du nur das eine willst, ohne mir zu sagen, dass du nur das eine willst. Und ganz ehrlich, wir kennen doch alle solche Chatverläufe. Das ist so ein Cheap Flirt, das ist so ein Cheap Flirt. Das ist so wie, na, öfter hier. Das ist genau das Gleiche, nur in Textform. Whoa, I seem to have lost my number. Can I borrow yours? Bitte, geh weg. Bitte geh weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, von dem Cringe können wir uns erholen. Nächstes Video wird bestimmt genauso schlimm. Ihr habt nur nicht gesehen, was ich gesehen habe. Frag Frauen nicht, was sie wollen. Oh, no. Frauen werden dir nicht sagen, wie sie am besten verführt werden wollen. Du fragst ja auch keinen Fisch, wie er am besten gefangen werden will. Ne? Du fragst einen erfolgreichen Angler. Na, da bin ich ja froh, dass ich dich getroffen habe, Fischersfritze. Viele Männer hören nur darauf, was Frauen sagen, was sie wollen. Weil sie gefallen wollen, weil sie Bestätigung von denen suchen. Weil sie im Grunde ihres Herzens bedürftig sind. Warte, nee, wie, wer ist jetzt bedürftig? Ich komme jetzt nicht so ganz mit. Warte, lass mich, ich schreib kurz mit, okay? Und genau das ist das Verhalten, was für Frauen super unattraktiv ist. Ja, also Fragen nach Bedürfnissen unattraktiv, weiter? Anziehung entsteht nicht dadurch, dass du alles richtig machst, sondern dadurch, dass du führst und weißt, was du tust. Ja, okay, aber was, wenn die Frau auch führen will oder andere Bedürfnisse hat, als du denkst? Darf sie dazu gar nichts sagen? Ja, aber eigentlich wollte ich auch nur... Keine Sorge, Baby. Ich bezahle. Ich höre mich auch einfach nur an wie Santa, der Boss. Milo, was sagst du dazu? Männer hören nicht zu, was Frauen wollen. Frag Frauen nicht, was sie wollen. Also erstmal, Schatzi, ist Kommunikation in einer gesunden Beziehung so das A und O. Ich kann nicht in deinen Kopf gucken und du auch nicht in meinen. Ich würde ihm sogar recht geben. Du musst nicht alles richtig machen. Ich werde auch nicht alles richtig machen. Oh ja, Schocker, alle machen Fehler. Größter Fehler ist allerdings, komplett darauf zu scheißen, was der Partner will. Nur weil du horny bist, heißt nicht, dass sie auch horny ist. Loki, das ist Rape. Lass das bitte. Mach das nicht. Männers, hört nicht auf den. Hört Loki auf niemanden, außer euren Partner, wenn es um die Bedürfnisse eures Partners geht. Ihr wollt doch auch nicht, dass sie das Gleiche mit euch macht. Goldene Regel und so, ne? Nur ein kleiner Tipp. Ich finde ja Dating-Coaches an sich auch faszinierend. Das ist eine ganz eigene Spezies. Und deren gesamtes Konzept basiert halt auch nur darauf, dass Männer unsicher sind. Und die beuten das aus. Wann ist ein Mann eigentlich ein Mann? Sergej, möchtest du die Frage mal beantworten? Männlichkeit. Wow. Wenn schwul oder Prinzessin als Beleidigung benutzt wird, ist das keine Meinung und auch kein Humor. Es ist misogyn, queerfeindlich und trifft auch Männer, die nicht in enge Männlichkeitsnormen passen. Dieses Thema mit Mannsein und Männlichkeit habe ich für mich selber schon vor Jahren abgeschlossen. Ich habe mich sehr lange damit befasst
dadurch, dass ich auch ein Mann bin. Und irgendwann wurde daraus einfach eine riesige, graue, homogene Masse, bis ich einfach einen Stempel draufgepackt habe mit wen juckt's. Mein Fazit zu dem Ganzen in einem Satz: Du bist so sehr männlich oder Mann, wie du selbst bist. Danke dir. Wirklich starke Worte. Schaut euch wirklich gerne mal das ganze Reel an. Ich kann jetzt leider nicht alles ansprechen, was er sagt. Aber es ist auf jeden Fall sehr wertvoll, was er sagt. Und generell, er macht low-key gute Videos. Guckt vorbei. Es reicht doch nicht, einfach nur zu sagen, ja, ich bin der Krasseste, ich bringe sie auf fancy Dates und so weiter. Nein! Bitch, nein, das reicht nicht. Standards von Frauen haben sich so dermaßen erhöht, dass Männer kaum noch mitkommen und kein Dating-Coach kann dir da sagen, was du tun sollst. Vielleicht, Hot Take, hörst du mal darauf, was die Frau actually zu sagen hat, was sie actually möchte, bevor du darüber nachdenkst, irgendeinem Alpha-Mail zuzuhören, der weiß, wie man Frauen kriegt und dann all die falschen Tipps gibt. Sei doch einfach du selbst. Verstell dich doch nicht. Das bringt doch nichts. Dann hast du doch deine Truth nicht gelebt. Das ist doch nicht authentisch. Das ist doch auch nicht das, was man von einem Partner möchte. Du wirst den Deckel zu deinem Topf schon finden. Oder den Topf zu deinem Deckel. Die Platte zu deiner Pfanne. Den Schuh zu deinem Socken. Die Hose zu deinem Hemd. Wenn du selber bist, dann passt das schon. Hallo. Es sei denn halt, du bist ein rassistisches, dreckiges Arschloch, weil dann müssten wir, aber ich sage, du musst du selber sein. Das heißt nicht, dass du nicht an dir arbeiten kannst, okay? Um die beste Version von dir selbst zu sein. Jungs, wenn ihr denkt, dass ihr keine Mädels abkriegt, bitte hört nicht auf Dating-Coaches. Bitte. Wenn ihr gerade in einem Spot seid, wo ihr euch nicht sicher seid, ob ihr gut genug seid, dann ist das Letzte, was ihr tun solltet, auf Instagram zu chillen oder auf TikTok und irgendwelche Dating-Coaches euch anzugucken. Dann solltet ihr vielleicht zur Therapie gehen. Arbeitet an euch selbst, sodass ihr mit euch selbst zufrieden seid. Werdet erstmal eins mit euch selbst. Und dann könnt ihr rausgehen und sagen, okay, jetzt werde ich 2 mit noch jemandem. Wie ich dieses Thema liebe. Performative Males kennt man jetzt erstmal als Matcha trinkende Männer, die rumlaufen und sich so soft anziehen quasi, um der Frau zu gefallen. Und nur um der Frau zu gefallen, um halt basically Pussy zu kriegen. Ich habe ihr ein wunderschönes Video rausgesucht. That guy is so hot. That guy's a performative male. Of course he's hot. He's doing it to attract you. What does that mean? Let me break it down. Let's start with a beanie. A fisherman's cut wool knit in the middle of summer. It's barely on his head. Probably to hide his bald spot. Notice the cafe beverage. A matcha latte. A woman's kryptonite. But here's the thing. It hasn't been touched. Notice how it's still full. That matcha latte's bait. A classic performative male move, a tote bag. Powerful tool for women. What's inside? A single vinyl record. Do you see any record players? No. That is for show. And of course you can forget the novel perched in his pocket. Why put it there when you have a tote bag? Why fold it like that when it's gonna wreck the book? I guarantee he doesn't even know what that book's about. And what do we have here? The cherry on top of perfect female bait, a journal. Look at him go, journaling hard, right at the bar where everyone can see. You think that's a coincidence? No. This is a pro. See what I mean? Yeah, I guess. Hey, Hi. got you a drink. Oh God, thank you. My pleasure. So, what's that book you're reading? Oh, this thing? Damn, he's good. Ich finde es halt dann wirklich kritisch, wenn Männer tatsächlich so tun, als wären sie Feministen, um Frauen rumzukriegen. Und Sprüche lassen wie Periodenprodukte sollten nichts kosten oder es ist so unfair, dass Frauen überhaupt ihre Tage bekommen und sie soll sich auf gar keinen Fall auf den Boden krümmen. Wenn ich könnte, ich würde sie abnehmen. Ohne sich jemals wirklich mit diesem Thema befasst zu haben. Die sind ja nicht authentisch so. Warum sollte ein Mann sagen, dass Frauen nichts zahlen sollten für ihre Periodenprodukte? Sass. Ja, ich denke auch, dass Frauen nichts bezahlen sollten für ihre Periodenprodukte. Wenn Männer ihre Periode bekommen würden, dann würden denen die Tampons hinterhergeschmissen werden. Dann wäre das alles free. Why didn't I post anything for International Women's Day? I'm sorry, I'm not sure what that is. A day devoted to women? Just one day? Wow. Personally, as a feminist, I don't believe women should be limited to just one day. In my world,
Every day is International Women's Day. Das finde ich an Performative Males schlimm, weil das für Frauen natürlich schwieriger ist. Was bringt dir das eigentlich, dass du das sagst? Performen die jetzt nur? Bist du wirklich? Ich bin dann immer ein bisschen... bist du wirklich ein Feminist? Oder wollen sie nur deine Make-Dinger sehen? Performative Males, die sowas sagen, machen es Frauen jetzt viel schwieriger, erstens mit diesem Problem wirklich gehört zu werden, weil es das natürlich auch ins Lächerliche zieht. Und zweitens zieht es halt alle Männer, die ernsthaft Feministen sind, auch irgendwo in den Dreck oder schreckt Männer davor ab, sich mit dem Thema jemals zu befassen. In meinen Augen bestärken Männer, die dieses Verständnis des Patriarchats faken, das Patriarchat umso mehr. Und dass solche Männer existieren, führt bei vielen Frauen doch einfach auch nur dazu, dass sie immer weniger Männern vertrauen, die vielleicht auch tatsächlich Feministen sind. Ihr redet immer davon, dass irgendwelcher Männerhass im Internet propagiert wird. Ich finde, wir haben noch nicht genug wütende Frauen. Schaut euch den Mist mal an, der mit denen gemacht wird. Die müssten alle stinksauer sein. Ob das irgendwelche falsch dosierten Medikamente sind, die kriegen, irgendwelche Krankheiten, die überhaupt nicht diagnostiziert bekommen, weil die weiblichen Symptome einfach nicht bekannt sind. Irgendwelche Endometriose-Schmerzen, an denen die sich am Boden krümmen, nur weil es nicht erforscht ist. Das Letzte, was erforscht worden ist, ob Frauen mit oder ohne Endometriose attraktiver für Männer sind. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Es ist so unfair, dass Frauen überhaupt ihre Tage bekommen und sie soll sich auf gar keinen Fall auf den Boden krümmen. Wenn ich könnte, ich würde sie abnehmen. Klingt halt schon sehr ähnlich, ne? Woher weiß ich jetzt, dass er wirklich Feminist ist? Wenn man sich den Account mal anguckt und mal durch die Reels scrollt, dann sieht man auch, dass der eigentlich nicht wirklich performative ist. Was ich einfach nur schade finde an dieser ganzen Thematik, ist, dass ich es nicht zu 100% sagen könnte. Einfach weil es zu viele Männer gibt, die sagen, oh mein Gott, genauso wie er, das würde ich so unterschreiben, aber dann im Endeffekt eigentlich nicht authentisch so sind. Wenn sie wirklich verstehen würden, was sie da reden, dann würden sie das nicht benutzen, um Frauen abzubekommen. Meiner Erfahrung nach gehört zum Verständnis des ganzen Gewichts des Patriarchats viel mehr als nur ein Buch zu lesen oder ein Video zu gucken. Die Gravitas dieses Phänomens ist unfassbar, wenn man das einmal wirklich, wirklich verstanden hat. Haben wir nicht schon genug Scheiße am Hals? Müssen wir uns jetzt auch noch damit rumschlagen, dass Männer so tun, als wären sie Feministen, aber es eigentlich gar nicht sind? Und denk mal an die Männer, die actually Feministen sind. Ich schwöre, dieses Geschlecht ist so gut darin, sich ins eigene Bein zu schießen. Hört doch auf damit. Ihr tut euch doch nur selber weh. Ihr tut eurem gesamten Geschlecht weh. Lasst es sein. Zieht doch Männer nicht so in den Dreck. Bei Feminismus geht es doch nicht um Männerhass oder darum, dass ich dich spezifisch hasse, weil du ein Mann bist. Das ist nicht Feminismus. Das ist ja das Bild gegen das Patriarchat und nicht das Bild gegen den einzelnen Mann. Wenn du mir authentisch darlegen kannst, dass du Feminist bist und sowas, ey, cool. Komm, wir sind Freunde. Ich will, dass Männer für Gleichberechtigung sind und dann gehe ich durchs Internet und schimpfe halt darüber, dass Männer für Gleichberechtigung sind. Aber sie sind es ja vielleicht gar nicht. Ihr versteht, glaube ich, mein Problem. Das ist wie so eine Trap, das ist wie so eine Fliegenfalle für Frauen, die naiv sind oder das nicht genau verstehen oder noch zu jung sind. Imagine, eine 15-Jährige trifft so jemanden und lässt ihn dann an sich ran, weil sie denkt, der ist wirklich so. Ehrlich, wer sowas macht, wer performative male ist und das damit ernsthaft Frauen basically catfisht, schäm dich. Viele Frauen haben Skepsis, die dadurch entstanden ist, dass Männer im Patriarchat ihre Macht nicht abgeben wollen. Wenn du in einer mächtigen Position bist, dann brauchst du erstmal einen kleinen Schubs. Es ist ja kein Ding von wegen, wo so alle Männer jetzt sagen, so aktiv, yo, lass mal alle unsere Macht abgeben. Das braucht halt Zeit. Das ist ja ein Wandel. Das liegt aber langsam nicht mehr in weiblicher Hand. Ihr Männers müsst einfach mal aufwachen und diesbezüglich mehr abliefern. Heul nicht rum wegen Male Loneliness. Frauen sind echt nicht daran schuld. Steh auf und lern zu funktionieren. Hinter dir selbst herzuräumen. Sowohl physisch als auch psychisch. Ich bin eine Frau und ich bin genauso einsam. Aber nicht, weil ich es mir aussuche, sondern weil ich mir die Typen da draußen angucke und denke, Jungs, was ist denn los? Was ist denn los bei euch? Können wir mal funktionieren? Ich will keinen Typen daten und einen Berg von Problemen, die nicht meine eigenen sind, die ich aber lösen muss, damit es mir in der Beziehung gut geht, mit dazu bekommen.
Das ist nicht das Goal hier. Ich bin nicht deine Haushaltshilfe für deinen mentalen Zustand. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Je mehr Frauen sich dazu entscheiden, lieber Single zu bleiben, als so jemanden zu daten, desto brenzlicher wird halt die Lage für Männer. Eigentlich nicht nur für Männer, eigentlich für alle. Aber ganz ehrlich, wer kann es mir übel nehmen, dass ich das nicht will? Wer kann es irgendeiner Frau übel nehmen, dass sie das nicht will? Aber checkt ihr, dass die Beziehung mit einem nicht funktionalen Partner für immer mehr Frauen schlimmer ist, als alleine zu sein? Das ist der springende Punkt dahinter. Nun müsst ihr euch mal denken, was tut ihr, wenn ihr so seid, eurem Partner an? Und wie könnt ihr dann noch in den Spiegel gucken und den Frauen dafür die Schuld geben? Boys, get a grip! Get a grip! Jungs, fangt an mit der Zeit zu gehen. Investiert in euren Charakter. Entdeckt eure eigene Identität. Checkt, wer ihr seid. Das ist ein viel besseres Weltbild als ich muss männlich sein, ich muss ein Mann sein. Bitte nein, du musst kein Mann sein, du musst einfach nur du sein. Und mental gesund und in der Lage, deine eigenen Probleme zu lösen. So schwierig ist das nicht. Lern halt. Euch steht literally halt die ganze Welt offen so, ne? Das wisst ihr schon. Findet einen anderen Weg, mit euch selbst umzugehen, als auf Social Media zu chillen, eine Bubble zu finden und dann einfach den zu joinen. Frauen bauen ihr Selbstbild schon seit den 70ern um. Wir haben schon seit 50 Jahren eine Community von Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Und der Gedanke von, eine Frau braucht einen Mann für finanzielle Stabilität, ist nicht mehr vorhanden bei den Frauen. Männer fangen jetzt erst gerade damit an, das zu rallen und aufzuwachen und zu merken, okay, warte, eine Frau braucht aus der Beziehung mehr als nur meine finanzielle Unterstützung. Und das gibt halt eine fette Diskrepanz. Eine Frau braucht emotionale Unterstützung. Eine Frau möchte, dass die Arbeit auch 50-50 geteilt wird. Sie möchte meine Unterstützung emotional und auch im Haushalt. Es soll fair sein. Kennen Männer nicht. Viele Männer nicht. Nicht alle Männer, aber alle Männer. Nicht alle Männer sind Sexisten. Ändert aber nichts daran, dass sie in einem Weltbild aufgewachsen sind, in dem ihnen vermittelt wird, dass sie die Macht haben und dass sie zu 100% alles entscheiden können, was sie entscheiden wollen. Das können Frauen nicht. Wir haben diesen Luxus nicht. Dafür haben wir mittlerweile andere Standards und andere Ansprüche an Männer, mit denen Männer strugglen und Probleme haben, diese zu erfüllen. Ich glaube, das ist der Grund, warum sich solche Pfützen des Patriarchates überhaupt bilden. Ich finde, dass beide Parteien sich aktivieren müssen. Ich finde aber auch, dass Frauen das schon viel länger machen als Männer und Frauen dadurch einfach auch schon ein bisschen weiter sind als Männer und Männer müssen jetzt langsam einfach mal nachrücken. Get on this level, please, and then we can work together. Ich finde, dass wir einander brauchen. Ich finde aber auch, dass es absolut fair ist, wenn Männer von Frauen in Beziehungen was erwarten dürfen, dann dürfen Frauen das auch von Männern. Und ich finde es einfach anstrengend, wenn manche Männer das nicht rallen und damit nicht klarkommen und das nicht erfüllen können. Und dann ist es die Frau aber schuld. Das sehe ich nicht ein. Was ihr jetzt machen könnt als Männer da draußen, ist aktiv werden. Und ich meine damit nicht, direkt in eine Partei einzutreten oder auf die Straßen zu gehen, zu jeder feministischen Demo zu gehen oder zum Feministen des Jahrtausends zu werden. Ihr müsst einfach nur anfangen, vor eurer eigenen Haustür zu kehren. Und wenn ihr eure Welt um euch herum so shaped, wie sie euch gefällt, das ist eine Macht, die jeder hat. Egal ob Frau oder Mann oder was weiß ich, was auch immer, dazwischen und außerhalb. Jan Böhmermann. Ganz wichtig, wenn ihr Freunde habt, die schlecht über Frauen sprechen, callt das out. Lasst das nicht passieren, macht den Mund auf, sagt halt was dazu. Sagt halt eure Meinung. Hinterfragt euch selbst, bevor ihr Frauen die Schuld zuschiebt. Dreht die Rollen in eurem Kopf um. Überlegt, wie ihr euch fühlen würdet. Es ist nicht so schwierig, emotional intelligent zu sein. Man kann das lernen. Immer mehr Männer wachsen auf und checken, was Frauen meinen. Also ich hoffe zumindest, dass sie es tun und nicht nur performen. Vor allem junge Männer. Nur so können wir zu einer gleichen und gerechten Gesellschaft kommen. Sexismus ist, als hätte eine Fußballmannschaft auf einem nicht geraden Feld gespielt. Männer, Frauen. Und hier war das noch so, dass Männer sehr viel schneller gewonnen haben. Jeder Pass rollt leichter und jedes Tor wird einfacher geschossen. Frauen müssen viel, viel härter dafür kämpfen, arbeiten, die müssen bergauf rennen, literally, und verlieren trotzdem die meiste Zeit. Und jetzt kippt das langsam und es wird langsam gleich. Und natürlich ist das jetzt so, dass sich viele Männer dadurch ungerecht behandelt fühlen, weil sie plötzlich merken, okay, warte, es ist jetzt gerade. Und für Frauen ist es viel leichter jetzt auf einmal. Aber für Männer ist es natürlich jetzt schwerer, weil vorher, ne?
Ihr versteht. Und ich glaube, wir können das nur besiegen, indem wir zusammenarbeiten und indem wir miteinander reden und gegenseitig unsere Meinungen auch respektieren und akzeptieren, aber vielleicht nicht mehr von Frauen erwarten, dass sie ein Weltbild von 1950 ausleben. Niemand kann sich dem entziehen. Jeder ist ein Teil davon, weil es einfach unsere Gesellschaft prägt. Allein schon in der Sprache. Wann sind solche Sachen wie Fotze, Schlampe, Hure, wann ist das okay geworden, Frauen so zu nennen? Das macht es doch eigentlich nur noch schlimmer, wenn wir uns die ganze Zeit nur gegen die Stirn werfen. Das bringt nichts. Lieber stumm daneben stehen und nicht aus der Reihe tanzen. Das kann keine Lösung sein. Und wenn andere Kerle herablassend über Frauen reden, dann macht vielleicht das nächste Mal einfach den Mund auf. Viele Männer leben auch noch danach. Ladies, sucht euch nicht so jemanden raus. Seid schlauer. Wählt jemanden, der diese Weltbilder nicht vertritt. Sucht euch einen Mann raus, der actually zuhören kann, der 50-50 der Arbeit macht, der nicht mehr nach einem Weltbild von 1950 lebt, sondern schon in diesem Jahrhundert angekommen ist, in diesem Jahrtausend angekommen ist. Man kann sich selber hinterfragen, man kann immer wachsen. So, das war's von meiner Seite. Wenn ihr sonst noch irgendwas zu besprechen habt, dann schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, abonniert gerne, um mich nicht mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Es gibt noch so viele weitere Themen zu besprechen, aber das machen wir dann in einem anderen Video.